Heute habe ich erneut ein sehr interessantes Video für euch vorbereitet. Es geht heute um das Thema Vorkonditionierung und wie ich euch schon vor etwa einem Jahr gezeigt habe, im letzten Winter habe ich einen Test durchgeführt bei verschiedenen Fahrzeugen und ich habe gezeigt, dass die Vorkonditionierung in den wenigsten Fällen tatsächlich sinnvoll ist und sogar zu Nachteilen führen kann. Und heute haben wir genauso einen Fall, wie die Vorkonditionierung dazu geführt hat, dass man mit 3% liegen geblieben ist und sogar einen Stau verursacht hat. Was ist genau passiert? Wir haben hier den Pascal, der vom Verbrenner auf Tesla umgestiegen ist und schon in 3 Monaten 10.000 Kilometer absolvierte. Also er kennt schon sein Auto, er war ja auch mehrere Male unter 2% gefahren und das ging auch alles gut, bis er einmal das Fahrzeug etwa 200 Kilometer weit gefahren ist und zu einem Supercharger navigiert hat. Für alle, die jetzt neu in der Elektromobilität sind oder vielleicht sich bei Tesla nicht auskennen, wenn man zu einem Schnelllader, insbesondere aber Supercharger, navigiert von Tesla, dann wird auch die sogenannte Vorkonditionierung eingeschalten. Was ist eine Vorkonditionierung? Kurz gesagt, die Batterie wird auf Temperatur hochgefahren, damit das Laden so schnell wie möglich erfolgen kann und man die höchste Ladeleistung erreichen kann. Wie ich euch aber im alten Video gezeigt habe, das geht an die Physik nicht vorbei und damit die Batterie aufgewärmt wird, muss man erstmal eine gewisse Kilowattleistung erbringen und das ist bei Tesla und auch bei anderen Fahrzeugen, aber auch insbesondere bei Tesla nicht sehr wenig. Wir reden hier um die 7 kW im Schnitt, je nach Fahrzeug. Bei den hinterradgetriebenen Fahrzeugen von Tesla wird nur ein Motor verwendet. Bei Tesla wird nicht die Wärmepumpe hauptsächlich verwendet, sondern die Motoren oder beziehungsweise die Statoren. In dem Moment, als die Motoren nicht verwendet werden, zum Beispiel beim Vorderradantrieb der vordere Motor, der wird dann benutzt, um Hitze zu erzeugen. Das wird in die Batterie reingeführt. Das habe ich euch in mehreren Videos schon gezeigt, wie viel der Verbrauch ist und so weiter und so fort. Das werden wir jetzt nicht besprechen, aber es wird eine gewisse Energie aufgewendet, damit die Batterie aufgeheizt wird. Und diese Energie muss man natürlich später auch aufladen. Das vergessen auch viele. Dadurch ergibt sich eine Diskrepanz von der Energie, die man nachladen muss und die geringere Ladeleistung, die man bekommt, wenn die Batterie etwas kälter ist. Und bei Tesla habe ich euch das gezeigt, ist das eine Nullnummer, dadurch, dass die Ladeleistung nicht so hoch ist, die Differenz, die Delta zwischen maximaler Ladeleistung und kalter Ladeleistung nach einer Autobahnfahrt, nochmal nicht, wenn das Fahrzeug komplett kalt ist, sondern nach einer normalen Autobahnfahrt, dann erreichen wir um die 20 Grad Zellentemperatur und die Delta ist nicht so hoch, dass man einen Unterschied spürt und am Endeffekt zahlt man nur die 5 Kilowattstunden mehr und hat keinen zeitlichen Vorsprung. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Aber wie in diesem Fall kann die Vorkonditionierung dazu führen, dass man auch mit 3 bzw. 5% liegen bleiben kann. Und jetzt erkläre ich euch genau, was hier passiert ist und das hat der Pascal teilweise auch bestätigt in seinen Kommentaren. Der ist, wie gesagt, schon 250 Kilometer davor gefahren und die Batterievorkonditionierung bei Tesla seit einem Update letztes Jahr, glaube ich, ist sehr aggressiv und startet schon früh mit der Aufwärmung der Batterie, teilweise sogar 150 Kilometer vor dem Supercharger, was ich, wie gesagt, erneut im letzten Video gezeigt habe, sehr sinnlos ist. Dadurch erwärmt sich die Batterie auf etwa 40-45 Grad, egal ob LFP oder NMC/NCA. Tesla will ungefähr 45 Grad haben, damit die Ladeleistung erreicht wird. Allerdings gibt es ein Manko bei dem ganzen System, weil die Vorkonditionierung tatsächlich bis etwa 10% läuft. Bei anderen Fahrzeugen, wie zum Beispiel die Koreaner, Hyundai, Kia und so weiter, eGMP-Plattformfahrzeuge mit 800 Volt, da läuft die Vorkonditionierung sogar bis 20%, nicht drunter. Das hat auch seine Vorteile, das werde ich jetzt später mal erklären, aber dadurch, dass die Vorkonditionierung nur bis 10% läuft, kann es vorkommen, wie genau in diesem Fall passiert ist, dass wenn die Vorkonditionierung ausgeschaltet wird, dann steht man im Stau, dann kühlt die Batterie ab. Zusätzlich benutzt man auch die Heizung während der Staubphase. Er hat mindestens 30 Minuten, 40 Minuten im Stau verbracht. Das sehe ich anhand von der
Geschwindigkeit und anhand von den ADAC-Daten, dort gibt es eine Baustelle, also da stand er mindestens 30 bis 40 Minuten und die Wärmepumpe entzieht die ganze Hitze von der Batterie, um die Kabine warm zu halten und so effizient wie möglich. Das ist auch etwas, was Tesla patentiert hat mit diesem Super Bottle. Da wird einfach die Wärme von der Batterie entzogen über die Wärmepumpe. Zusätzlich ist natürlich die Wärmepumpe über die Luft, aber die Luft war auch nicht so warm, 6 Grad. Von daher, um den COP zu verbessern, verwendet die Wärmepumpe auch die Hitze von der Batterie. Dadurch wird die Batterie kälter und es ist dazu gekommen, dass die Batterie sehr kalt war, wahrscheinlich um die 15 bis 20 Grad vermute ich, durch die Kälte draußen und dadurch, dass das Fahrzeug nur gestanden ist und nur geheizt hat, die Innenkabine. Dann wurde die Batterie kälter und kälter und bei Tesla gibt es einen Schutzmechanismus, dass ein Teil von der Batterie einfach geblockt wird, wenn die Batterie zu kalt wird, um die Batteriezellen zu schonen. Und genau das ist hier auch passiert, sehr wahrscheinlich. Der ist bei 3% angelangt, aber das waren die 3%, die das BMS mit 40 Grad eingeschätzt hat. Und jetzt steht er da mit 15 Grad, die Batterie ist kalt, dann wird ein Teil blockiert und das System sagt bis hierhin und nicht mehr. Und genau das kann bei euch auch passieren, wenn ihr die Vorkonditionierung am Laufen habt und die Prognose am Ankunft unter 10% liegt. Denn das System weiß anscheinend nicht, ob es Stau gibt und wie lange dieser Stau dann dauern wird. Es gibt keine Verknüpfung zwischen das Navi und das BMS. Ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler in Kalifornien das auch nicht wirklich testen können. Das haben sie auch nicht berücksichtigt, dass man eine Verknüpfung macht zwischen BMS und Navigationssystem, dass man sagt, hey, da gibt es Stau, da müssen wir nicht so heiß das Fahrzeug hochfahren, denn die ganze Hitze werden wir dann verlieren. Und deswegen sagte ich auch, dass viele Fahrzeugbesitzer von diesen Kia und Hyundai Fahrzeugen schimpfen auch teilweise, weil die Vorkonditionierung nur bis 20% läuft und unter 20%, ja, es wird auch die Ladekurve etwas verschoben, aber unter 20% bekommt man die höchste Ladeleistung und die schnellste Ladezeit. Und wenn diese Vorkonditionierung unter 20% nicht mehr läuft, dann kann die Batterie auch auskühlen, wie in diesem Fall. Das ist aber ein Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel im Stau steht, dass man genug Puffer hat. Und wenn wie bei Tesla die Vorkonditionierung erst bei 10% aufhört, dann kann es dazu kommen, dass das Fahrzeug sich ausschaltet. Es gibt tatsächlich auch Puffer unter 0%, wie er richtig auch im Video angemerkt hat. Das sind um die 3-4%. Auf die kann man sich aber natürlich nicht verlassen, wenn die Batterie sehr kalt ist. Zusätzlich war seine Batterie wahrscheinlich nach 10.000 Kilometern noch nicht richtig kalibriert. Ja, auch bei den Long Range NMC/NCA Batterien muss man die Batterie und das BMS kalibrieren, die Zellen ausbalancieren und so weiter. Das habe ich in diesem Video wiederum erklärt, wie das funktioniert. Es gibt verschiedene spezifische Sachen, die man bedenken muss und auch verfolgen muss, damit das BMS kalibriert ist. Und ich persönlich fahre auch im Winter sehr oft unter 5%, unter 0%. Allerdings schalte ich die Vorkonditionierung aus, damit das Fahrzeug eine konstante Zellentemperatur hat. 20 Grad normalerweise bei einer längeren Autobahnfahrt. Von daher reicht das, um eine sehr gute Prognose zu haben. Deswegen ist die Vorkonditionierung in den wenigsten Fällen sinnvoll, wenn man sich zum Beispiel auf der Autobahn befindet, denn zum einen habe ich euch im Video über die 10 Gründe für das langsame Laden. Man muss die optimale Ladekurve erreichen und das ist nicht immer optimal. Also es kann ja auch sein, dass wie in diesem Screenshot aus Facebook euch die Vorkonditionierung, sagen wir mal 10% kostet, weil die Vorkonditionierung 1,5 Stunden läuft. Allerdings kommt ja dann am Ende mit 20% an und dann bekommt ihr nur 150 kW, die ihr sonst auch wahrscheinlich mit 20, 25 Grad von der Autobahnfahrt bekommen würdet. Deswegen ist, wie in diesem Video gesagt, die Vorkonditionierung bei den meisten Fahrzeugen auf der Autobahn sinnlos. Wann würde denn die Vorkonditionierung tatsächlich Sinn ergeben und wann setze ich es auch ein? Wie ich auch im letzten Video gesagt habe, auf der Autobahn ist die Vorkonditionierung meistens sinnlos, denn selbst wenn man ein bisschen schneller fährt mit 100, 120 km/h, erreicht die Batterie eine angenehme Temperatur von um die 20 Grad, 17 bis 20 Grad, je nach Fahrzeug. Und von da aus
steigert sich die Ladeleistung, wenn man seine Ladekurve kennt. Ihr müsst eure Ladekurve kennen. Wenn eure Ladekurve sich verschiebt, dann ist das kein Problem, dann müsst ihr jetzt nicht auf dem State of Charge achten. Aber wenn ihr wie bei den meisten Fahrzeugen die maximale Ladeleistung nur unter 10% oder bei 10% erreicht, müsst ihr die Ladestation so einsteuern, dass ihr mit 10% ankommt. Ich habe neulich einen Post bei Facebook gesehen, jemand hat geschrieben, bei 48% bekomme ich so und so viel, also das liegt an der fehlenden Vorkonditionierung. Natürlich ist das Unsinn, denn es gibt eine Ladekurve und bei 50% würde ich normalerweise nicht die volle Ladeleistung erhalten, nicht mal die Hälfte wahrscheinlich, je nach Fahrzeug erneut. Und zusätzlich, wenn man kalt mit hohem SOC das Fahrzeug anschließt, dann ist es noch schlimmer, weil das Fahrzeug auch sehr wenig Zeit hat, um die Batterie aufzuwärmen. Deswegen ist es wichtig, niedrigem SOC, auch wenn die Batterie ein bisschen kälter ist, hier wie bei den Koreanern, dann steigert sich die Kurve mit der Zeit und der Unterschied auf die Gesamtladezeit mit den verlorenen Kilowattstunden, die man nachladen muss, ist im besten Fall 2 Minuten. Das habe ich im letzten Video auch ausgerechnet. Dann gibt es andere Ansätze, wie zum Beispiel in der Stadt. Da hatte ich ein Gespräch mit einem Taxifahrer, da habe ich ihm das auch erklärt und gezeigt. Ich habe ihm auch am Bildschirm gezeigt, dass der Unterschied zwischen das, was er jetzt nachlädt, von der Zeit genau 4 Minuten beträgt. Maximal 4 bis 2 Minuten, je nachdem, ob die Ladeleistung im Optimalfall, falls die Batterie tatsächlich vorkonditioniert wurde, richtig, und man genügend Zeit hat, der Unterschied zwischen 2 und 4 Minuten beträgt. Er hat gemeint, ja, okay, mir sind die 2 Minuten wichtiger als die 5-6 Kilowattstunden. Da sage ich, okay, 5 Kilowattstunden heute, morgen, übermorgen, weil der lädt ja auch jeden Tag 300 Kilometer, mal 30 Cent, sagen wir mal 250 Ladevorgänge, mal 5 Kilowattstunden, das sind um die 1 Euro, das sind 200-300 Euro im Jahr. Ob das jetzt eine gute Relation ist zu den 2 bis 4 Minuten, die man pro Tag verliert, die man wahrscheinlich auch nicht wirklich merken wird, einmal pro Tag, wenn man auf die Toilette geht, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man in der Stadt ist, weil ich habe das auch sehr oft gehört, ich bin Laterneparker, ich muss schnell laden, was mache ich? Da hat man natürlich nicht die Wahl. Wenn man jetzt keine Vorkonditionierung hat, dann muss man das Fahrzeug an die Ladestation bringen und das Fahrzeug muss sich an der Ladestation aufwärmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn man aber die Vorkonditionierung hat, dann braucht diese Vorkonditionierung Zeit. Man kann jetzt nicht erwarten, dass innerhalb von 30 Minuten mit langsamen Geschwindigkeiten in der Stadt die optimale Temperatur erreicht wird. Wahrscheinlich wird man nicht die optimale Temperatur erreichen und wahrscheinlich hat man in der Stadt auch nicht den optimalen State of Charge für die optimale Ladekurve. Deswegen muss man auch abwägen, starte ich die Vorkonditionierung in der Stadt, wenn es sehr kalt ist, unter 0 Grad. Natürlich muss man die Vorkonditionierung starten, denn ansonsten ist die Batterie zu kalt. Aber ich habe da auch gemerkt, dass selbst die kleinste, kürzeste Strecke von 10 Minuten in der Stadt mit ein bisschen mehr Rekuperieren an der Ampel und so weiter, bringt die Zellentemperatur auf etwa 5, 6 bis 10 Grad und wenn man 20 Minuten Fahrt hat, dann reicht es auch, um mit etwa 50 kW anzuschließen und dann, nicht vergessen, wird die Ladeleistung sich steigern. Also wichtig ist hier, mit niedrigem SOC an die Ladestation zu fahren. Also in welchen Fällen würde ich das ansetzen? Ich mache das persönlich so, manchmal an der Autobahn, wenn ich sehe, dass die Batterie tatsächlich kalt ist und ich weiß, dass ich ankommen werde, nicht mit 5%, sondern 10, 15%, dann kann ich die Batterie oder den Supercharger oder den Schnelllader auswählen, etwa 10 Minuten davor, damit die Batterie mindestens auf etwa 20 bis 25 Grad ist. Das finde ich ausreichend. Und über die Ladeleistung und über die Zeit in etwa 5 Minuten steigert sich die Temperatur schon von alleine auf etwa 40 bis 50 Grad. Deswegen ist es auch teilweise kontraproduktiv, die Batterie sehr warm zu fahren, denn dann muss die Batterie schneller über die Kühlung abgekühlt werden. Zusätzlich müsst ihr nicht vergessen, Vorkonditionierung ist jetzt nicht irgendwas aus der Luft gegriffen, das sind komplexe Teile, die verwendet werden und die auch Verschleiß haben. Wenn ihr jetzt die Vorkonditionierung wie beim Taxifahrer jeden Tag benutzt, dann kann es doch dazu kommen, dass irgendwas an der Wärmepumpe, am Supermanifold oder ich weiß nicht, irgendwas bei Hyundai, irgendein Teil da kaputt geht.
Bei Tesla arbeiten auch Distillatoren, die erhitzen sich sehr hoch, über 60, 70 Grad. Dann muss die Wärme dann abgeführt werden. Wie gesagt, da sind Verschleißteile, die haben auch eine begrenzte Lebensdauer, das müsst ihr auch nicht vergessen. Deswegen ist aus meiner Sicht das Thema Vorkonditionierung ein bisschen zu überschätzt, und wie in diesem Post, dass man ohne Vorkonditionierung einen Nullwert hat von dem Fahrzeug, das finde ich überhaupt nicht, denn die meiste Zeit lädt man an AC. Zu Hause an der Wallbox oder wenn ihr in der Stadt seid, empfehle ich immer AC-Ladung, weil es für die Batterie tatsächlich besser ist, auch wenn es Studien gibt, die besagen, dass Schnellladen keine große Auswirkung hat. Es kommt darauf an, mit welcher Batterietemperatur die Batterie auch während des Schnellladens aufgewärmt wird. Bei Tesla ist das ziemlich viel, also von daher gehe ich davon aus, dass es schon eine Auswirkung hat. Ob das jetzt 2% mehr Degradation ist, ob das 5% sind, ob der Innenwiderstand jetzt 40 Ohm ist oder 80 Ohm, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben, das schnellere Laden bei höheren Temperaturen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr zum Thema steht. Das Thema AC-Ladung in der Stadt habe ich auch im letzten Video schon thematisiert. Schaut euch auf jeden Fall auch das Video an, da ging es um die Strompreise. Und Kanal abonnieren, es gibt noch sehr viele interessante Videos und ein Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.